Zum Frühstück gibt es heute wieder Aldi Knuspermüsli mit den Himbeeren und dazu frische Blaubeeren. Und das Ganze habe ich auf Joghurt gestreut. Also das ist einfach ganz normaler Naturjoghurt mit 3,5% Fett. Und das werde ich dann gleich verrühren, dass ich es gut essen kann. Und dazu einen Nespresso-Kaffee und ein kleines Glas Wasser mit frisch gepresster Zitrone, weil es ganz viel Vitamin C hat. Heute Mittag gibt es eines der leckersten Essen überhaupt, und zwar Spaghetti. Ich könnte mich in Spaghetti reinlegen, und zwar in jeder Variante. Es ist echt schlimm bei mir. Leider esse ich sie nicht so oft, weil Spaghetti nicht so besonders gut für die Hüften sind und so. Aber mittags kann man sich dann schon mal so eine Portion gönnen. Und das ist jetzt eine Thunfischpasta. Also da habe ich die Soße, dafür habe ich einfach Zwiebeln angeschwitzt in Olivenöl. Dann habe ich das mit Frischkäse abgerührt oder einen kleinen Schuss Wasser dazu. Also ich habe da keine Sahne rein oder so, auch wenn es so aussieht. Und dann noch Thunfisch dazu, eine halbe Dose für diese Portion. Und das ist jetzt so eine richtig schöne cremige Soße. Was bei dieser Soße auch absolut gar nicht fehlen darf, ist Petersilie, Salz und Pfeffer, weil ich finde, Petersilie gibt nochmal so den letzten Kick bei diesem Rezept. Das ist echt geil. Und ja, dazu einfach ein Glas Wasser, weil, wie du mich schon kennst, trinke ich nur Wasser, kein Saft und keine Limo oder sonstigen Kram. Deswegen darf ich mir auch Spaghetti gönnen. Und dieses Rezept verändere ich immer, was ich gerade da habe. Man kann es auch ohne Frischkäse machen und dafür frische Tomaten in das Olivenöl mit anbraten. Das gibt dann so eine lecker Tomatensauce. Aber da würde ich keine aus der Dose nehmen für dieses Rezept, sondern wirklich frische. Und wenn ich da habe, kommen auch Oliven und Kapern noch mit rein. Heute Abend gibt es so eine mega monstermäßig leckere Fischsuppe. Die habe ich jetzt auch erst zum 3. Mal gekocht insgesamt. Weil ich kenne die selber auch erst, glaube ich, seit 2 oder 3 Monaten. Und beim ersten Mal kochen habe ich mir auch gedacht, ja, ob das was wird und so. Aber die ist so richtig lecker, und als Fisch ist da nur Lachs drin. Weil ich mag das bei anderen Fischsuppen immer nicht, wenn dann so Tintenfische drin sind. Die mag ich überhaupt nicht. Und diese anderen, diese weißen Fische, diese Seelachs, Seebarsch oder was es auch immer ist, braucht man auch nicht. Lachs ist schon das Leckerste. Und dann sind hier noch Süßkartoffeln drin, Kokosmilch und Paprikapulver, deswegen ist es so rot. Die Suppe habe ich nach dem Rezept gekocht. Und da siehst du nochmal, was alles reingehört. So viel braucht man nicht. Zwiebeln, Kartoffeln, Lachs, Öl, Paprika, Kokosmilch und Weißwein. So schaut es bei ihr aus. Und weil es gestern so lecker war, gibt es heute früh nochmal genau dasselbe. Und zwar das Knuspermüsli mit Joghurt und Blaubeeren. Nur diesmal habe ich es andersrum angerichtet. Erst Müsli rein und dann Joghurtkleckse obendrauf mit Blaubeeren. Und dazu ein Glas stilles Wasser. Zum Mittagessen sind wir heute zum Chinesen nebenan gegangen. Zur Vorspeise gibt es so Frühlingsrollen. Dazu eine Apfelschorle. Meine Schwester hat eine Suppe. Mein Hauptgericht, das ist Thai-Curry, also grünes Thai-Curry mit Hühnchen und verschiedenen Gemüsen und mit Reis. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Feines Abendessen heute, bevor Germany's Next Topmodel losgeht. Und ich sitze hier gerade mit meiner Schwester und mein Akku ist leer. Es gibt hier so Bandnudeln. Das sind wieder die roten Bandnudeln mit Pomodoro. Dann habe ich frischen Blattspinat, kurz in heißes Wasser gelegt, damit der ein bisschen weich wird. Und obendrauf habe ich noch die Soße von gestern. Also gestern haben wir doch diese Fischsuppe gegessen und da war noch ein bisschen was übrig. Und das habe ich einfach nochmal mit ein bisschen Zwiebeln aufgekocht und Knoblauch. Und habe das dann nochmal als Soße drüber gegeben, weil ich keinen Lachs mehr hatte. Aber ich finde, Lachs passt halt voll gut zum Blattspinat. Und ich habe es noch gar nicht probiert, aber ich hoffe, es schmeckt. Heute Morgen gibt es ein Porridge, ein ganz schnelles Frühstück. Da habe ich Haferflocken mit Milch in der Mikrowelle gekocht für 1,5 Minuten. Dann habe ich Mandelsplitter oben drauf, Zimt eingerührt und ein paar Blaubeeren
Dazu gibt es eine Multivitamin-Brausetablette und einen leckeren Kaffee. Zum Mittagessen gibt es heute was total Leckeres und Ausgefallenes. Und zwar ist es so ein arabisches Essen. Hier gibt es einmal Tabbouleh und einmal Hummus. Und normalerweise gehört da arabisches Fladenbrot dazu. Aber das hatte ich jetzt nicht und habe es auch nicht bekommen. Deshalb habe ich jetzt hier eine Kürbiskern-Vollkornsemmel dazu. Das kann man auch, das schmeckt auch ganz lecker. Und das habe ich alles gestern schon vorbereitet und im Kühlschrank gelassen. Das kann man wunderbar machen. Das ist Hummus aus pürierten Kichererbsen. Die habe ich aus der Dose genommen. Mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Kichererbsenwasser nachgeschüttet, bis es eine schöne Creme geworden ist im Mixer. Dann mit Salz und frischen Zitronensaft gewürzt und eine Knoblauchzehe ist auch noch drin. Dieses Tabbouleh ist ein Petersiliensalat mit Tomaten, Frühlingszwiebeln und Bulgur. Das sind diese kleinen Körner, die du hier siehst, die so ein bisschen aussehen wie Reis, jetzt hier auf dem Bild. Ja, und genau, Zitronensaft ist dann auch noch drin und Salz. Und das ist super gesund. Und dazu, wie immer, ein Glas Wasser. Zum Abendessen gibt es heute eine Brokkolisuppe. Da habe ich einfach den Brokkoli, also einen ganzen Brokkoli für 2 Leute in 400 Milliliter Wasser gekocht, mit 2 Esslöffel Gemüsebrühe und einer Zwiebel und dann püriert, einen kleinen Schuss Olivenöl dazu und dann gehackte Erdnüsse obendrauf und einen kleinen Klecks Sambal Oleg. Das zeige ich dir mal. Das ist das hier, na, wird scharf. Das gibt es in deiner Thai-Abteilung zu kaufen, ist sehr, sehr scharf, deswegen nehme ich davon auch nur ganz wenig. So sieht bei uns ein mega leckeres, ausgiebiges Wochenendfrühstück aus. Hier habe ich ein Latte Macchiato für mich, ein Glas Wasser, ein Ei. Mein Freund hat ein Cappuccino mit Wasser und Ei. Dann haben wir diverse Aufschnitte, so eine scharfe Salami mit Paprikarand ist die, glaube ich, Mortadella, meine absolute Lieblingswurst. Und Lachsschinken, den liebe ich auch total. Aber Mortadella ist noch ein Stück besser. Dann selber gemachte Marmeladen, Honig und eine grandiose Semmelauswahl. Das werden wir heute auch nicht alles essen können. Nicht, dass du denkst, zu zweit vernichten wir hier das alles. Aber der Rest ist dann für morgen. Oh, total lecker. Ich freue mich sehr darauf. Schon 1:30 und es ist wirklich ein spätes Mittagessen. Und weil ich keine Lust mehr hatte, mit meinem riesen Kohlampf was zu kochen, sündige ich jetzt. Ich habe mir nämlich schnell noch eine Leberkässemmel geholt und mit einem kleinen Kartoffelsalat mit Gurken, den mag ich am allerliebsten, und einem Glas Wasser. Wenigstens bin ich hier beim Getränk heute gesund. Das lasse ich mir jetzt schmecken, es duftet schon ganz gut. Und ich liebe Leberkässemmeln. Unglaublich, aber ich mache das nicht so oft, weil es schon eine Kalorienbombe ist. Aber das gönne ich mir jetzt einfach. Eigentlich bin ich noch total satt, aber ich habe so einen unglaublichen Drang nach etwas Süßem. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Chai Latte gemacht. Und das ist der hier von David Rio. Die haben ganz verschiedene Sorten. Und den ich hier habe, der ist mit Vanillegeschmack. Ja, meine Kamera hat gerade echt Probleme, sich scharf zu stellen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ja, und das ist halt echt gut, wenn man Lust auf was Süßes hat, dann kann man sich mit heißer Milch, die habe ich im Milchschäumer aufgewärmt, also dann kann man auch ohne Schäumeraufsatz, kann man die Milch nur erwärmen. Und dann mit 3 Esslöffeln von dem, das ist echt viel, aber das ist doch schon sehr süß und stillt meinen Drang nach etwas Süßem. Und ich weiß ganz genau, dass diese Leberkässemmel daran schuld ist. Immer wenn ich so fertigen Kram esse, so ungesundes Zeug, dann habe ich noch mehr Bock auf ungesundes Zeug. Ganz schlimm. Zum Abendessen gibt es eine richtig leckere Grießnockersuppe und dafür habe ich einfach in Fleischbrühe Karotten und Lauch gekocht. Dann habe ich das erstmal ein bisschen kochen lassen und nach 10 Minuten, Viertelstunde habe ich dann die Nocken dazu gegeben. Die sind aus Grieß gemacht mit Ei und ein wenig Butter. Und dann habe ich das Ganze nochmal 15 bis 20 Minuten kochen lassen. Und ganz zum Schluss noch ein bisschen Frühlingszwiebel obendrauf. Und das ist eine richtig leckere bayerische Suppe. Und sehr gesund. Als süßen Nachtisch habe ich mir jetzt einen
Erdbeer-Smoothie oder Erdbeershake gemacht. Und zwar, da habe ich einfach 4 frische Erdbeeren genommen und die mit Buttermilch geshakt. Und in echt sieht das ein bisschen farbiger aus als hier in der Kamera. Und das ist mega lecker und total gesund. Stillt das Verlangen nach Süßkram und hat echt kaum Kalorien. Tag 5 des Food Diary und bei mir gibt es zum Frühstück 2 Spiegeleier mit einem getoasteten Brot, das ich schon mit Butter bestrichen habe. Die Spiegeleier habe ich dann gewürzt mit Salz und Pfeffer und dazu wie immer natürlich eine Tasse Kaffee. Zum Mittagessen gibt es heute mein absolutes Leibgericht, und zwar Spaghetti Bolognese mit Bavette Nummer 13. Das sind die allerbesten Nudeln dafür, die es gibt. Und ich habe das mit sehr magerem Hackfleisch gemacht. In die Soße habe ich Tomatenmark, eine Dose Tomaten und klein geschnittene Karotten rein, Zwiebel und Knoblauch auch, Salz, Pfeffer und so. Ja, und dazu gibt es einen kleinen Salat aus Salatherzen, gewürzt mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Himbeerbalsamico. Zum Abendessen haben wir Pizza bestellt, weil ich bei meiner Mama zu Besuch bin und meine Schwestern sind da. Und ich und meine Schwester, wir teilen uns eine Pizza. Und das hier ist Chicken Curry Pizza. Da bin ich sehr gespannt, wie die schmeckt. Also sie sieht ganz gut aus. Da ist auch Ananas drauf und Chicken und ganz viel Käse. Und die andere Hälfte, die ich dann bekomme von meiner Schwester, ist eine Lachspizza. Sieht auch sehr gut aus, sehr großzügig. Und dann haben wir noch Rotwein bekommen. Der ist jetzt noch gar nicht da, aber dann trinke ich hier stilles Wasser und ein Glas Rotwein. Am Telefon hat er gesagt, der ist sehr staubig. Mal gucken.